Hier in diesem Video, warum es mit Veränderungen in unserem Leben manchmal einfach nicht klappen will und warum ich mit meinen KlientInnen somatisch arbeite, also über den Körper. Dazu hier in Kürze 4 Gründe, warum wir mit unseren Gedanken feststecken. Grund Nummer 1. Unser Gehirn meidet unangenehme Wahrheiten. Unser Kopf will manche Sachen einfach nicht wahrhaben. Er schiebt sie weg, schaut lieber woanders hin. Er erfindet einfach irgendwelche Erklärungen, Begründungen, die gerade plausibel scheinen. Alles so nach dem Motto, hier fühle ich mich sicher, hier ist gemütlich. Also während wir versuchen, unsere Situation zu verstehen, arbeitet ein Teil unseres Kopfes gegen uns. Grund Nummer 2. Bei Bedrohung schaltet unser Gehirn in den Reptilienmodus. Wenn wir uns bedroht fühlen, setzt unser Nervensystem unseren Hirnstamm ans Steuer. Den haben wir von den Reptilien geerbt und der ist richtig gut darin, uns unser Überleben zu sichern. Aber dem Hirnstamm ist es ziemlich egal, in so einem Moment der Bedrohung mal eben die Glühbirne zu erfinden oder besonders sozial zu sein. Und bedroht fühlen wir uns eben auch von unseren sozialen Ängsten. Also sehr gerne mal in unseren Beziehungen, in unserer Sexualität. Dieselben Prozesse. Also, da ist unser klares Denken manchmal einfach viel zu sehr getrübt von unserem inneren Reptil. Grund Nummer 3. Als Kopfmensch nutzen wir nur unser halbes Hirn. Beim Nachdenken beanspruchen wir vor allem unsere linke Gehirnhälfte, Sprache, Logik. Unsere rechte Gehirnhälfte bleibt dabei ganz oft außen vor. Gefühle, Bilder, Intuition. Aber wenn uns ein Thema in unserem Leben wirklich etwas bedeutet, dann sind da in der Regel eine ganze Menge Gefühle mit am Start. Und es wird einfach nicht ausreichen, wenn wir uns dann darauf beschränken, die logisch zu sortieren und zu interpretieren. Also mit unseren Gedanken sehen wir ganz oft gar nicht das gesamte Bild. Und Grund Nummer 4. Veränderung will verkörpert werden. Unser Kopf und unser Körper sind in ständiger Kommunikation miteinander und regulieren sich so gegenseitig. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Und wenn wir uns Veränderungen wünschen, dann müssen wir unseren Körper damit hinnehmen. Das ist das klassische Beispiel von, nimm's doch mal locker, aber alles in uns ist steif und angespannt. Also mit unserem Kopf alleine werden wir unser neues Ich nicht harmonisch verkörpern können. So, das sind Gründe, warum wir mit unseren Gedanken gerne mal feststecken. Und neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten können wir jetzt in unserem Körper entdecken. Über unseren Körper können wir wahrnehmen, in welchem Zustand sich unser Nervensystem gerade befindet. Wir können lernen, unser Nervensystem zu regulieren. Mit unserem Körper können wir in den Ausdruck kommen und da immer mehr auch auf unsere Gefühle stoßen. Und mit unserem Körper können wir Veränderungen verkörpern. So kann unser ganzer Prozess wieder ins Rollen kommen. Und ein scharfer Verstand ist dabei immer noch überaus wertvoll. Unser Körper und unser Kopf schließen sich gar nicht aus, sondern ergänzen sich einfach gegenseitig.